französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat, wie vor seiner Wahl versprochen, eine sehr weitreichende Reform des französischen Arbeitsrechts umgesetzt. Ist diese Reform gelungen? Größtenteils ja. Und zwar, weil er nicht nur den Buchstaben des Gesetzes geändert hat, sondern weil diese Reform auch von der Bevölkerung mitgetragen wird. Und da ist viel gewonnen. Letztens war es ja so, dass weitaus kleinere Reformvorhaben auf den Protest der Straße gestoßen sind. Und dann wurde politisch zurückgerudert. Das war dieses Mal nicht so. Worum geht es in dieser Reform und vor allem, was bringt sie für ausländische, beispielsweise österreichische Investoren mit Niederlassungen in Frankreich? Die Reform wirkt kurzfristig und längerfristig. Kurzfristig Thema Kündigungsschutz. Bisher war das ein rotes Tuch für Investoren in Frankreich. Hohe Kosten, unabschätzbare Gerichtsverfahren und so weiter. Da gilt jetzt nun eine Deckelung der Schadensersatzansprüche im Kündigungsfall. Damit ist viel Rechtssicherheit gewonnen und das nimmt einfach viel Konfliktpotenzial raus. Zweites Thema, und das wird längerfristig wirken, Verhandlungen auf Betriebsebene. Da galt bisher, wer keine Gewerkschaftsvertreter hatte, konnte keine Betriebsvereinbarung abschließen. Das ist nun viel einfacher, weil man direkt mit den Betriebsräten oder in kleineren Unternehmen sogar direkt mit den Mitarbeitern verhandeln kann und Verträge abschließen kann. Das gibt Freiräume. Man denke zum Beispiel an Standortsicherung gegen flexiblere Arbeitszeiten. Das ist jetzt möglich, das war früher viel zu kompliziert. Kann man also sagen, es ist ein Triumph für die Arbeitgeberseite? Das sollte man nicht sagen. Nein, ich denke, die Reform ist fair, ausgeglichen. Damit hat sie auch den Konsens verdient in der französischen Bevölkerung. Man blickt wieder positiver in die Zukunft. Das Image international von Frankreich ist besser geworden. Das zeigt sich auch darin, dass The Economist im letzten Jahr Frankreich den Preis Country of the Year 2017 verliehen hat. Ich denke, das zeigt, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen.